Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir zusammen ein leckeres Gericht zubereiten, und zwar Sarmale. Wenn ihr euch fragt, was ist das für ein Gericht, das ist die moldawische Variante von Kohlrouladen. Und dafür brauchen wir folgende Zutaten: Reis, Chinakohl, Paprika, Speck, gehacktes, dann brauchen wir noch Tomatenmark, Karotten, Zwiebel, Salz, Pfeffer, Petersilie und Dill und ein Stück Chili. Was wir noch brauchen ist Öl. Ich habe mich für Sonnenblumenöl entschieden. Die Mengenangabe findet ihr wie immer in der Beschreibung unter dem Video. Und wie ihr seht, ich habe schon das Gemüse geputzt, geschält und klein geschnitten. Und um keine Zeit zu verlieren, legen wir sofort mit der Zubereitung von der Füllung los und wir gehen am Herd weiter. Nun brauche ich für die Füllung alle Zutaten außer dem Kohl. Und bevor ich hier die Sachen anbrate, habe ich erstmal den Reis gewaschen und lasse ich im Wasser ein bisschen ziehen, bis es so weit ist, dass das in die Pfanne kommt. Ja, und jetzt mache ich mein Herd hier an und gebe reichlich Öl rein. Wenn das Öl erhitzt ist, dann geben wir die Zwiebel rein. Zu Sarmale gehört immer viel Zwiebel. Da sagt die Mama, das schmecken die besonders gut. Ja, und nun lassen wir die Zwiebel glasig werden. Die Zwiebeln haben jetzt eine schöne goldbraune Farbe bekommen. Und als nächstes gebe ich gehacktes rein. Und dann wird auch gebraten, bis die rosane Farbe nicht mehr zu sehen ist. Gut umrühren natürlich. Als nächstes gebe ich das Tomatenmark rein. Gut vermengen, dass es sich gut hier aufteilt. Nun gebe ich die Karotte, Paprika, und den Speck rein. Dann lasse ich etwa 2-3 Minuten schmoren, dass die Aromen sich vermischen. Schön bunt und lecker ausschaut. Als nächstes gebe ich den gewaschenen Reis rein mit dem Wasser, wo der Reis hier ein paar Minuten war. Dann die Chili, Petersilie und Dill. So, dann würzen wir das noch mit Pfeffer und Salz alles. Bei Salz aufpassen, weil der Speck ist schon salzig. Besser nachwürzen, bevor es zu salzig wird. Also ich mache erstmal einen Teelöffel rein. Alles gut vermengen. So, der Reis muss auch überall gut verteilt sein. Noch ein wenig Wasser reingeben. Und nun lasse ich etwa 5 Minuten alles zusammen schmoren. Da kommt ein Deckel drauf. So, die Füllung ist jetzt fertig. Der Reis darf nicht kochen. Es muss bissfest sein. Ja, dann tue ich beiseite. Lasse die Füllung erstmal abkühlen. Und nun kümmere ich mich um den Kohl. Ich habe mich für Chinakohl entschieden, weil die Blätter einfacher zu entfernen sind. Man kann aber auch Weißkohl nehmen oder Spitzkohl, ist es jedem überlassen. Dann schneide ich hier den Strunk weg. Und dann brauche ich jetzt lose Blätter. Dann entferne ich die
Guckt euch an, wie einfach die Blätter zu entfernen sind. Bei Weißkohl ist immer komplizierter. Und den Rest hier von dem Kohl nehme ich für ein Süppchen. Ich habe hier einen halben Topf Wasser mit Salz. Jetzt lasse ich das Wasser erstmal kochen. Und wenn dann anfängt zu kochen, mache ich die Blätter rein. Ich habe es mal mit Strunk gelassen, mit dem Blätterstrunk gelassen, weil dann einfacher ist, das rauszunehmen, sonst gehen die Blätter kaputt. Und nachher werde ich das entfernen, wenn ich dann die Kohlroulade falte. Ja, nun geht es los hier. Das Wasser ist am Kochen. Dann geben wir die Blätter nach unten. Ja, wie mögt ihr eure Kohlrouladen? Mit Fleisch, ohne Fleisch? Ich habe hier die fleischige Variante. Man kann natürlich auch die vegetarische Variante einfach machen. Einfach das Fleisch weglassen. Ja, schreibt mir in den Kommentaren, wie macht ihr eure Kohlrouladen und welche Kohlart nehmt ihr dafür. Nun nehme ich die ersten Blätter raus. Die kommen dann in eine Schüssel rein. So, hier seht ihr, wie wichtig ist, dass ich den Strunk dran gelassen habe. Das ist einfacher, die rauszunehmen. Nur noch die letzten Blätter jetzt noch raus. So, dann die Blätter haben wir jetzt fertig blanchiert. Ich werde mir die Hälfte von dem Kohlwasser aufbewahren. Brauche ich nachher. Da drin werden dann die Kohlrouladen gekocht. Es wird gerollt und gefalten jetzt. Dafür schneiden wir diesen harten Strunk von dem Blatt. Und kommt ein wenig Füllung hier rein. Ja. Und dann von allen Seiten falten. So. Und genau so kommt das in den Topf rein. Jetzt sind die Sarmale gefalten und nun werden die mit dem Kohlwasser hier bedeckt. Oder man kann auch einfach Salzwasser nehmen. Herd anmachen und die werden jetzt gekocht, bis einmal probieren, bis der Reis dann durch ist. Also Deckel drauf und Pause jetzt. Ich habe die Kohlrouladen etwa 20 Minuten köcheln lassen. Jetzt gucken wir rein. Ja, die sehen richtig gut aus. Der Reis hat sich verdoppelt, weil die Sarmale ein bisschen größer geworden sind. Und ja, das ist ein Aroma, ein Duft, super lecker. Ich habe auch einen Tipp für euch, wenn ihr dann noch zu viel von der Füllung habt, einfach einfrieren. Dann kann man nochmal Kohlrouladen daraus machen oder einfach Reispfanne. Ja, das wird mit Schmand serviert in Moldawien und das schmeckt wunderbar, die Kombination. Nun wird der Teller angerichtet und ich freue mich schon. Et voilà, so sieht das Endergebnis aus. Die Sarmale, die Kohlrouladen sehen aromatisch, lecker, einfach sensationell. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, mit mir hier zusammen die Schönheit hier zuzubereiten. Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte liked, kommentiert. Diejenigen, die noch nicht gemacht haben, da auf den roten Button drücken und abonnieren. Ich würde mich sehr freuen, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.